Junge Frau, brauchen Sie etwa Hilfe? Haben Sie sich ausgeschlossen? Nee. Was ist das denn hier für ein Müll? Wie Müll? Nix da Müll. Hausrat. Wir will den Pablo rein. So wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, sind wir jetzt mittlerweile seit 2,5 Wochen in Deutschland. Und die Zeit in Deutschland ist immer geprägt von organisatorischen Sachen, Besuche bei Freunden und Familie, weil wir selbst da diesmal nicht alle geschafft haben zu besuchen. Es geht jetzt aber langsam wieder los und das heißt, wir müssen auch mal wieder anfangen, Pablo bereit zu machen. Deswegen räumen wir heute schon mal ein paar Sachen ein. Es ist aber noch so traumhaft schönes Wetter in Deutschland, dass wir gesagt haben, wir machen heute auch noch einen schönen Ausflug und kombinieren das Ganze. Aber jetzt erstmal ein bisschen Ordnung machen, verstauen und wegräumen. Willkommen alle zusammen zu einem historischen Ort. Wir machen heute eine kleine Rundfahrt durch Schwabenländle, weil wir noch ein paar Sachen testen müssen, einfach um nochmal zu checken, was wir alles an Pablo noch verbessern müssen, bevor es in den paar Tagen wieder losgeht auf große Tour. Deswegen sind wir heute nach Maulbronn gefahren und Maulbronn ist dafür bekannt, dass es das Kloster hat, in dem die sehr bekannten schwäbischen Maultaschen erfunden wurden. Nämlich von ein paar Mönchen, die so clever waren und diese Teigspezialität erfunden hat, weil sie ja bescheißen wollten und auch in der Fastenzeit Fleisch essen wollten. Genau. Das ist die Geschichte dahinter. Deswegen nennen die Schwaben die nämlich auch Gottesbescheißerle. So, wieder was gelernt? Wir müssen erstmal den Weg finden. Ich habe richtig Hunger. Wir müssen jetzt hier erstmal irgendwo was Kleines zum Snacken finden. Und Chefin, wohin? Also, es kommt jetzt ein bisschen drauf an. Hier gibt es jetzt ein Restaurant und einen Biergarten. Ja, dann gucken wir mal im Biergarten. Andere Richtung. Das weiß ich noch nicht. Nee? Wetter nochmal. Voll. Ist schön hier. So. Was sagst du? Sehr, sehr schöne Anlage. Können wir jedem, der hier mal in der Nähe ist, sehr empfehlen. Auch die Führung war jetzt total kurzweilig und interessant.
haben sehr viel gelernt und das Licht ist halt so schön, wie es da so von allen Seiten reinfällt und kann man sich irgendwie sehr gut vorstellen. Ich fand es jetzt natürlich nochmal mehr besonders durch diese Probe, weil heute Abend hier so ein Konzert ist vom Kammerchor. Das war dann nochmal eine ganz besondere Stimmung, also sehr schön. Und ich hatte recht mit meiner Maultaschengeschichte. Ja, es ist eine Geschichte. Eine von vielen. Bevor wir heute wieder losfahren, müssen wir noch ein, zwei Kleinigkeiten an Pablo richten, die uns in den letzten Wochen von Schweden echt ein bisschen genervt haben und aufgefallen sind. Das sind nämlich unsere LEDs bzw. die Glühbirnen von unserem Kennzeichenschild ändern. Da kam bei uns durch die Holperpisten in Schweden irgendwann mal ein Warnsignal bei uns im System am Bordcomputer an, dass die kaputt gegangen sind. Und ich kann euch nur raten, aus eigener Empfehlung, egal, wenn ihr irgendwas austauscht, was Glühbirnen sind, guckt gleich, ob es LEDs davon gibt, weil die halten einfach wesentlich länger, sind dazu noch energiesparsamer. Macht jetzt bei dem Kennzeichenlicht wahrscheinlich nicht so viel aus, aber ja, die sehen jetzt so aus. Ich verlinke die euch unten in der Videobeschreibung, falls ihr gerade auch auf der Suche seid. Ein Punkt, den ich noch verbessern will, der betrifft unsere Toilette. Wir hatten ja eine Entlüftung eingebaut und unser Ventilator ist regelmäßig, ja, was heißt regelmäßig? Er ist immer relativ schnell kaputt gegangen und ich habe nicht so richtig gewusst, woran es liegt. Ich habe jetzt einen Drehzahlminderer dazwischen eingeschaltet und jetzt scheint es zu funktionieren. Ich zeige euch mal, wie das Ganze aussieht. Den müssen wir jetzt nur noch irgendwo dran knipsen, wo es Sinn macht und dann können wir die Drehzahl einstellen und der Motor raucht uns nicht ab, weil er einfach nur ein bisschen runtergeregelt ist. Willkommen aus Füssen. Wir haben es geschafft, wir sind endlich los. Wir freuen uns richtig, das Wetter ist überragend. Und wir müssen jetzt erstmal noch was frühstücken, damit wir weiterfahren können. Denn heute geht es für uns Richtung Südtirol. Erstmal entspannen und dann geht's richtig los. Ja, wir haben nämlich am Samstag unseren ersten Hochzeitstag. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Es ist schon wieder ein Jahr her, dass wir heimlich still und leise geheiratet haben. Und wir haben uns nämlich überlegt, jetzt jedes Jahr zu unserem Hochzeitstag ein Wellnesswochenende zu machen. Da fahren wir jetzt hin für ein paar Tage und danach, wie Fabi gerade gesagt hat, geht's aber los. Buongiorno. Buongiorno aus Bergamo. Ja, sollte ich noch was sagen? Leute, wir kommen aus Italien. Wir sind in Bergamo gelandet, einer Stadt, in der wir noch nicht waren. Wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen orientieren. Wir stehen jetzt hier auf einem, wie ihr seht, Supermarktparkplatz und laufen jetzt rein, weil italienische Städte ist immer nicht so easy mit dem Parken. Vor allem mit so einer großen Möhre, wie wir sie haben. Deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass wir den Weg nach drinnen finden. Wir hatten ein paar sehr, sehr schöne Tage in Südtirol. Ja. Waren richtig cool wandern. Wir sind nämlich von unserem Hotel über eine Bergkette gelaufen zum Praxer Wildsee. Falls jemand das noch nicht kennt, ein sehr touristischer Ort, vor allem für Amerikaner hatten wir so das Gefühl. Sehr schön, wirklich sehr schön. Die Wanderung war grandios. Wir waren dann insgesamt auf 2400 Metern oben und hatten einen super Ausblick über das Ahrtal. Arntal. Über das Arntal. Das Ahrtal ist in Deutschland. Das Ahrtal ist in Deutschland, stimmt. Über das Arntal. Und wir haben einfach uns ein paar Tage Auszeit gegönnt, weil es unser Hochzeitstag war. Das wollen wir jetzt zur Tradition machen und sind jetzt aber wieder los und erkunden Bergamo. Das erste, was wir natürlich machen, ist eine Pizzeria suchen. Pizza, Pasta, Amore. Ja, wir haben nämlich Hunger.
Wir sind nämlich heute jetzt ungefähr 4 Stunden gefahren, würde ich mal sagen. Haben noch das leckere Hotelfrühstück genossen. Und jetzt schreit es aber nach Pizza. Geheime Ecken hier. Mal gucken, ob es uns in die richtige Ecke führt. Buon appetito! Wir kommen aus der nächsten italienischen Großstadt. Wir geben uns richtig schön italienischen Verkehr. Richtig ätzend, aber die Städte sind schön. Wir sind in Mailand angekommen. Der Modehauptstadt der Welt, Europas, keine Ahnung. Als erstes suchen wir erstmal ein Café, weil wir haben noch kein Gas in unserer Küche. Deswegen können wir noch keinen Kaffee bei uns in Pablo machen. Deswegen sind wir stark darauf angewiesen, was die italienische Kulinarik zu bieten hat. Aber wie wir alle wissen, das können sie ganz gut. Sind wir jetzt nicht so böse drum. Sind wir jetzt nicht so böse drum. Nee. Wobei wir uns dringend wirklich dann auch kümmern müssen, um Gas aufzufüllen, weil wir einfach auch kochen wollen. Ja, definitiv. Es wird auf Dauer ein bisschen teuer, deswegen müssen wir auf jeden Fall irgendwo Gas finden. Raus aus dem Großstadtdschungel hin zum... Wir haben jetzt erstmal Gas auffüllen lassen. Richtig cool, das war seit langem mal wieder was richtig Professionelles. Das ist hier so fürs Business, irgendwelche Gase und so weiter, keine Ahnung. Gashändler, oder? Gashändler, ja, aber die machen irgendwie ganz viele Sachen. Er hat das jetzt schnell mal gemacht. Was haben wir gezahlt? Ich glaube 18 € hat es jetzt gekostet, finde ich okay. Wir kommen ja damit echt 3 Monate, also finde ich das wahrscheinlich sogar länger als 3 Monate. Finde ich das ganz okay. Ja. Ist wahrscheinlich schon teurer geworden mittlerweile, aber geht schon. Ja, wir sind jetzt gerade in Brescia, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, und fahren jetzt weiter an den Gardo di Seo. Das ist anscheinend ja auch ein wunderschöner See. Da fahren wir jetzt hin, ein bisschen wieder in die Natur, vorher noch einkaufen und dann wird morgen wieder gearbeitet. Aber erstmal machen wir uns, glaube ich, noch einen schönen Italiano-Abend. Müll muss auch noch weg. Schön sicherheitsgemäß wieder verpacken. Was übrigens vorhin richtig seltsam war, wir waren gerade auf dem Weg zurück zu unserem bewachten und bezahlten Stellplatz oder Parkplatz in Mailand. Und wir gehen gerade auf der anderen Straßenseite lang und hören auf einmal eine Alarmanlage. Die klingt wie die von Pablo. Und dann habe ich noch gesagt, das war aber jetzt nicht Pablo, oder? Ich gehe in unsere App rein von unserer Alarmanlage und es war tatsächlich Pablo. Also wir sind dann schnell hin zum Parkplatz, wir haben nichts gesehen. Wir konnten auch am Fahrzeug nichts erkennen, keine Einbruchsspuren. Aber unsere Alarmanlage zeigt einen Alarm an und wir haben ihn ja auch gehört. Also ganz, ganz komisch. Wir können es auch nicht so richtig ausmachen, aber hatten dann natürlich schon ein komisches Gefühl. Wir wollten ja dann fahren, aber ich kann es euch in der App auch mal zeigen. Da steht nämlich auch bei dem Einbruchversuch 32 km/h. Das
konnten wir jetzt nicht so ganz nachvollziehen, was das bedeutet. Aber ja, wir sind auf jeden Fall froh, die Alarmanlage zu haben. Was sagst du dazu im Hintergrund? Ja, ist leider in manchen Großstädten Südeuropas manchmal ein bisschen ein ungutes Gefühl. Südfrankreich ist ja auch verrufen dafür, dass da mal gerne ein Van aufgebrochen wird. Weiß ich jetzt nicht, ob es irgendwie ein Fehlalarm war. Müssen wir mal nachher im Speichercode gucken, im Protokoll, was da die Alarmanlage genau gesagt hat, weil die 31 Kilometer gefahren ist, das auf jeden Fall nicht das Auto, deswegen. Ja, ich kann das mal zeigen. Müssen wir mal gucken. Aber wir können es vielleicht mal, da sieht man es auf jeden Fall oben, Einbruchsversuch 31 km/h. Das da drunter war heute früh, wo wir aus Versehen die Tür aufgemacht haben, als es noch abgeschlossen war. Aber das andere war, als wir noch unterwegs waren. Ist nochmal gut gegangen alles. Bis du ankommst, ist Lidl eventuell bereits geschlossen. 4 Stunden Rechts später. abbiegen auf Via Fora. Eventuell schon. Ja, 4 Stunden. Vielleicht fahren wir eventuell 4 Stunden. Ja, Kann ja sein. Ja. Ja, wir haben wieder einen Stellplatz und richtig, richtig schön mit Seeblick. Und dadurch, dass es jetzt schon Off-Season ist, ja, ist hier halt wirklich nicht mehr viel los. Und der See ist echt mega schön. Also wirklich richtig toll. Was gibt's heute zu essen? Pasta. Also ich war gerade einkaufen und italienische Supermärkte sind einfach mein Traum. Es gibt so viele Nudeln und Mozzarella und Burrata und deswegen gibt es heute Pasta mit Pilzen. Ja, wir waren beide gestern ganz schön verwundert, als wir beide festgestellt haben, dass wir so ein Kratzen im Hals haben. Und haben dann mal auf unser Handy geguckt und das hat uns auch angezeigt, dass die Luftqualität um Mailand und um die Region, wo wir uns gerade befinden, extrem schlecht ist. Also wirklich die schlechteste Stufe, die das Handy so anzeigen kann. Und die ganzen Karten, die warnen auch aktuell davor, hier in der Region Sport zu betreiben und am besten gar nicht erst rauszugehen. Und wir waren echt schon erstmal ein bisschen schockiert, weil wir es erst gar nicht so richtig realisiert haben. Uns ist das schon aufgefallen auf unseren Drohnenaufnahmen, dass hier immer so ein komischer Schleier auf den ganzen Aufnahmen drauf liegt. Und wir dachten, es wäre diesig. Aber jetzt haben wir festgestellt, dass die Luftqualität einfach so schlecht ist und dass einfach so viele Feinstaubpartikel in der Luft liegen. Ich habe gerade mal geguckt, ob es an einem Waldbrand in der Nähe liegt. Das ist anscheinend nicht der Fall. Also das muss einfach aktuell ja menschengemacht von den großen Ballungsgebieten, nämlich Mailand und Turin sein. Und die ganze schlechte Luft verpestet hier gerade die ganze Umgebung. Und wir haben es auch echt gemerkt. Also wir haben beide Kopfschmerzen bekommen, hatten die ganze Zeit einen Kratzen im Hals und keine gute Luft. Also ist jetzt nicht so, dass wir aktuell gerne rausgehen bei der Luft, muss ich echt sagen. Bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir haben jetzt noch einen privaten Termin in Mailand, deswegen sind wir noch hier. Aber ich denke, wir werden dann relativ zügig gucken, dass wir hier aus diesem Gebiet rauskommen und wieder in Gebiete fahren, wo die Luft besser ist, weil irgendwie, ja,
Ist nicht ganz so angenehm, muss ich sagen. Bisschen komisch, gerade erst angekommen und irgendwie wollen wir jetzt hier wieder rausfahren. Wir müssen heute erstmal arbeiten. Anne geht es nicht ganz so gut da hinten. Die hat es ein bisschen erwischt. Ich hoffe, es ist nichts Ernsteres. Nur erkältet. Ein bisschen erkältet. Aber bevor es noch schlimmer wird, ruht sie sich heute mal ein bisschen aus. Und ja, für die Woche soll es erstmal gewesen sein. Wir müssen erstmal in den Vanlife-Alltag wieder richtig reinkommen und richtig reinstarten. Den kranken Patienten da hinten auskurieren und dann geht es nächste Woche richtig wieder los. Wir freuen uns richtig drauf, haben richtig viel vor und freuen uns drauf, mit euch neue Länder und Gegenden zu erkunden, die wir davor noch nicht kannten. Und sind ganz gespannt darauf, was in den nächsten Wochen so passiert. Ich hoffe, ihr auch. Falls dem so ist, lasst gerne ein Like da, abonniert und folgt uns in die nächste Folge wieder mit rein. Wir verabschieden uns. Macht's gut, alle zusammen. Tschüssi. Tschüss.